Seitdem die Spritpreise angestiegen sind, lese ich immer wieder solche Meldungen in den Zeitungen, dass das Fahren von Elektroauto deutlich günstiger ist als Verbrenner, allerdings unter einer Voraussetzung, dass man eine Wallbox hat und zu Hause laden kann oder gegebenenfalls bei dem Arbeitgeber. Heute werde ich euch meine Ladekosten in den letzten 7 Jahren, 180.000 Kilometer, offenlegen und zeigen, dass auch selbst wenn man zu fast 100% öffentlich geladen hat, enormen Summen, teilweise hohe fünfstellige Beträge sparen kann. Zuerst zur Einordnung, ich fahre ungefähr seit Mitte Anfang 2019 elektrisch, seit Mitte 2019 mit dem Tesla Model 3 und seitdem bin ich etwa 180.000 Kilometer gefahren. Das teilt sich in zwei Fahrzeugen. Einmal ein Fahrzeug, was etwa 70.000 Kilometer gelaufen war, dann wurde dieses Fahrzeug verkauft. Zu diesem Zeitpunkt konnte man die Fahrzeuge fast ohne Geldverlust an entweder irgendwelche Holländer oder aus Dänemark verkaufen und diese Angelegenheit habe ich natürlich benutzt. Und das zweite Fahrzeug seit 2021 hat jetzt mittlerweile 110.000 Kilometer in etwa 5 Jahren. Und da das Fahrzeug geschäftlich gefahren wird, sind die Kosten in der Firmensoftware und jetzt zeige ich euch die Kosten und das sind die Gesamtkosten in etwa 180.000 Kilometer seit 2019 für beide Fahrzeuge. Wie gesagt, fast hundertprozentig öffentlich geladen, plus hier und da mal ein Ferienhaus oder vielleicht ein Hotel und natürlich die vielen kostenlosen Ladungen. Dazu komme ich jetzt gleich. Das entspricht ungefähr 2,50 € pro 100 Kilometer oder ungefähr die Kosten, die ein Wallbox-Besitzer mit PV-Anlage erwarten kann. Wieso sind die Kosten so niedrig? Zum einen gab es damals bei der Bestellung schon einen enormen Rabatt plus freie Kilometer. Die wurden aber sehr großzügig hochgerechnet. Etwa 2000 bis 2500 Kilowattstunden wurden dann gut geschrieben und die haben mir ausgereicht für, glaube ich, um die 30.000 Kilometer damals. Zusätzlich gab es früher auch sehr viele Supercharger, die kostenlos waren, zum Beispiel in Osteuropa, in Tschechien, in Polen und da bin ich sehr oft nach Ungarn verreist, auch über den Balkan und da habe ich auch sehr oft kostenlos geladen. Und zum anderen hatten wir zum Glück hier in der Nähe eine kostenlose Ladestation. Das heißt, wir konnten auch kostenlos laden. Übrigens, bevor jetzt die Schlaumeier irgendwas schreiben, diese zur Verfügungstellung von kostenlosem Strom ist gesetzlich geregelt und ist steuerfrei. Und bevor die weiteren Schlaumeier jetzt schreiben, ja, das waren doch die schönen Zeiten, die gibt es nicht mehr, wartet einfach ab, schaut euch das Video in voller Länge an, denn zum einen gibt es immer noch einige kostenlose Ladestationen und zum anderen, man muss ja auch nicht unbedingt kostenlos laden, denn selbst wenn man 100% öffentlich lädt, spart man enorm viel Geld und in einigen Konstellationen sogar hohe fünfstellige Beträge. Und ihr werdet sehen, dass ihr vielleicht viele Sachen nicht berücksichtigt, die bei einem Elektroauto Geld einsparen, die ihr sonst in solchen Zeitungen nicht vorfinden werdet. Wie gesagt, das sind die persönlichen Kosten, die jetzt entstanden sind, wie auch immer diese entstanden sind. Die sind entstanden, es wurde hundertprozentig öffentlich geladen und im Laufe des Videos werde ich natürlich einen realistischen Vergleich mit den jetzigen Preisen machen. Aber jetzt reden wir über diese konkrete Kosten. Und wie gesagt, ich habe das vor 7 Jahren erkannt, dass es die Möglichkeit gibt, sehr viel Geld zu sparen. Ich habe es genommen, andere haben es nicht erkannt und haben sehr viel Geld ausgegeben. Wie viel das ist, zeigen wir jetzt in diesem Video. Dazu nehme ich die Durchschnittskosten der letzten 7 Jahren und unser Freund hat mir das rausgespuckt und die Zahlen scheinen plausibel zu sein. 1,62 für Benzin. Ich würde persönlich aus dem Stegreif vielleicht mit 1,70 rechnen. Wir wissen, durch Corona waren die Preise sehr niedrig, aber da sind auch die Leute sehr wenig gefahren. Von daher drückt das den Schnitt nach unten. Allerdings ist, wenn wir jetzt auf die Kilometeranzahl über die 7 Jahre schauen, ist diese Zeit wahrscheinlich mit den wenigsten Kilometern. Von daher ist das auch ein bisschen unrealistisch. Aber rechnen wir für den Verbrenner schön, rechnen wir mit 1,62, Kosten pro 100 Kilometer etwa 11,30 €. Das sind Gesamtkosten von etwa 20.400 € über die 180.000 Kilometer. Beim Diesel haben wir 1,52
Wenn wir das jetzt bei 6 Liter auch großzügig rechnen, beim Benziner waren es 7 Liter, obwohl 7 Liter ich mit meinem alten Benziner vielleicht mal im Sommer gesehen habe, aber auf gar keinen Fall einen Schnitt Sommer-Winter, teilweise städtisch, teilweise auch Autobahn. Und beim Diesel auf Kurzstrecke ist es unrealistisch mit 6 Liter zu rechnen, aber wie gesagt, schön geredet für den Verbrenner. Mit 9 Euro pro 100 Kilometer haben wir 16.400 Euro Gesamtkosten. Wenn wir das jetzt schön aufteilen, 4.500 für das Elektrofahrzeug, 20.500 für den Benziner und Diesel 16.500, haben wir eine Ersparnis von etwa 12.000 bis 16.000 bei 180.000 Kilometer. Das ist nur Spritkosten. Hier hört aber der Spaß nicht auf und das ist nicht das Ende von der Fahnenstange, wie hier die meisten Zeitungen auch rechnen, denn die rechnen nur die reinen Spritkosten, aber es gibt noch eine Menge Sachen, die nicht mal berücksichtigt werden, abgesehen davon, dass hier mit 60 Cent öffentlich geladen gerechnet wird und selbst wenn man sich keine Mühe macht, kaum über 50 Cent im Schnitt kommt. Aber dazu kommen wir jetzt später. Jetzt schauen wir uns eine Einnahmequelle für viele Elektroautofahrer, die die meisten, auch teilweise Elektroautofahrer, selbst nicht kennen. Das ist die sogenannte THG-Quote oder die THG-Strafzahlung. Viele Leute wissen überhaupt nicht, was die THG-Quote ist und viele Elektroautofahrer wissen auch nicht, woher das Geld kommt. Das Ganze wird über eine Formel abgerechnet und es gibt jedes Jahr unterschiedliche Quoten oder Preise. Das ist ein bisschen wie an der Börse. Es wird gehandelt und wenn viele diese Formel sehen, dann denken sie an sowas. Es ist nicht so kompliziert. Ihr müsst aber nur wissen, als Elektroautofahrer bekommt ihr Geld jedes Jahr anders, aber der Durchschnitt für die letzten 5 Jahre, zumindest bei mir, liegt bei etwa 250 Euro. Für dieses Jahr bekommt ihr über viele Anbieter 300 Euro. Wenn ihr Tesla-Autofahrer seid, aufgepasst, nicht bei Tesla abschließen. Dort bekommt ihr ungefähr 150 bis 200 Euro. Also diese 3000 Kilometer sind etwa 400 Kilowattstunden. Bei jetzigen Preisen sind das weniger als 200 Euro. Wenn ihr im Ausland seid, noch weniger. Daher nehmt am besten das Geld und wir haben unten in der Videobeschreibung einen Link. Da könnt ihr über unseren Link 300 Euro für dieses Jahr bekommen und nächstes Jahr geschätzt auch um die 270 bis 300 Euro Stand heute. Wie gesagt, ihr müsst nur wissen, dass ihr Geld bekommt von den Mineralunternehmen und dafür könnt ihr euch dankbar sein, denn wer ein Elektroauto fährt, spart am meisten. Und wo spart man auch sonst noch? Natürlich bei den Servicekosten und Reparaturkosten. Hier muss man natürlich beachten, dass es Unterschiede gibt zwischen den Herstellern. Es gibt Hersteller, die sehr teure Pflichtservicegebühren verlangen und es gibt Hersteller wie Tesla, die überhaupt keinen Pflichtservice haben. Das heißt nicht, dass die Fahrzeuge nicht gewartet werden müssen, sondern es gibt keinen Pflichtservice, sondern der Fahrer ist in der Verantwortung, die Fahrzeuge selbst zu prüfen. Und das habe ich natürlich gemacht. Ich habe das Fahrzeug geprüft und ich habe festgestellt, dass die Querlenker zum Tausch fällig waren. Und das Schöne an Tesla ist, man hat 4 Jahre oder 80.000 Kilometer Garantie und das habe ich auch gemacht. Innerhalb dieser Garantie wurden mir die kompletten Querlenker vorne ersetzt, oben und unten. Natürlich habt ihr auch sehr viel über die Probleme bei Tesla gelesen. Ihr müsst aber auch verstehen, dass die Manipulation vom TÜV sehr weit ist und dazu haben wir jetzt 3 oder 4 Videos gemacht, wo wir zeigen, dass das, was der TÜV schreibt, eigentlich an der Realität vorbeigeht und dass die eigentlichen Probleme nicht bei den Querlenkern liegen, sondern tatsächlich bei den Einstellungen von Licht. Schaut euch auf jeden Fall diese Videos an. Glaubt nicht die Statistiken, die ihr von TÜV hört, sondern lest euch die Details an und der Akkudoktor hat unsere Recherchen auch bestätigt. Wir haben 3 oder 4 Videos darüber gemacht und er hat das auch bestätigt. Teslas sind nicht auffälliger als andere Fahrzeuge, sondern es sind genauso auffällig wie vergleichbare Fahrzeuge. Schaut euch auch diese Videos im Anschluss an, wenn ihr euch interessiert, wie der TÜV die öffentliche Meinung manipuliert. Wie gesagt, die Gesamtkosten für Service und Wartung belaufen sich momentan bei etwa 100 Euro.
Das waren einfach ein Service für die Bremsbeläge sauber machen, und das sollte man alle 2, 3, 4 Jahre machen, je nachdem in welchem Zustand die Bremsbeläge sind. Durch TÜV bin ich natürlich durchgekommen, überhaupt keine Probleme. Und sonst habe ich den Innenraumfilter selbst gewechselt, das waren auch 20 Euro und etwa 50 bis 60 Minuten Zeit, weil der Austausch ist ein bisschen fummelig. Das heißt, wenn wir das jetzt alles aufschlüsseln, wir haben 4.500 Euro für Spritkosten, dann haben wir die 1.250 Euro TKG, die müssen wir abziehen, Steuern haben wir ja keine, plus Service plus Reparatur, in meinem Fall 100 Euro, aber ich werde euch jetzt ein anderes Beispiel von einem anderen Fahrzeug zeigen, Tesla Model 3 aus 2019, und dort bei 400.000 Kilometer, was für Reparaturen angefallen sind, und da werdet ihr sehen, dass es überhaupt nicht so viele Kosten sind. Wenn wir das jetzt mit dem Benziner vergleichen, da haben wir natürlich keine THG-Quote, da haben wir Steuern. Ich habe großzügig mit etwa 100 Euro gerechnet, beim Benziner sind es teilweise 80, teilweise 120, je nach PS. In meiner Fahrklasse mit diesen PS-Zahlen sind in Deutschland mindestens 700 Euro fällig. In Österreich ist es natürlich anders. Dann haben wir Service plus Reparatur. Hier habe ich einfach den günstigsten Service von etwa 250 Euro genommen. Öl plus Service. Das ist tatsächlich schön gerechnet für den Benziner. Und beim Diesel habe ich das auch genommen mit 2.500 Euro. Da haben wir ein bisschen höhere Steuern mit etwa 200 Euro, teilweise 250. Wieder für den Diesel schön gerechnet. Und wir sehen hier, die Differenz steigt schon auf 17.000 bis 20.000 Euro an. Und wir sind aber immer noch nicht am Ende von den Ersparnissen. Denn es gibt noch in Deutschland den sogenannten geldwerten Vorteil, und wer ein Elektroauto fährt, dann hat den Vorteil, dass nur ein Viertel vom Bruttolistenpreis quasi verrechnet wird für diese Steuer, und es gibt diese schöne Rechner. Das heißt, man muss bei einem Listenpreis von 43.270 Euro, das war vorausgewählt, die meisten Elektroautos sind sogar teurer, aber ich habe hier einen guten Schnitt genommen. Selbst bei einem niedrigen Fahrzeugpreis, Neuwagen Listenpreis, wir reden nicht von Rabatten, sondern Listenpreis, auch wenn ihr 20.000 Euro Rabatt bekommt, müsst ihr den Listenpreis versteuern. Das heißt, selbst bei 43.000 haben wir eine Differenz, die zu versteuern ist, von etwa 250 Euro beim Elektroauto zu fast 1.000 Euro beim Verbrenner. Das heißt, diese Summe müssen wir noch versteuern. Die kommt auf dem Bruttogehalt obendrauf und muss versteuert mit dem eigenen Steuersatz. Das ist natürlich unterschiedlich. Deswegen nehme ich jetzt einfach einen Durchschnitt von 3.500 Euro. Das ist sogar einen niedrigen Durchschnitt. Und ihr werdet aber sehen im Laufe den Vergleichen, dass egal ob ich jetzt 3.500 Euro nehme oder 4.500 Euro nehme, ob ich jetzt Steuerklasse 1 oder 4 nehme oder vielleicht Steuerklasse 3 mit 2 Kindern nehme, die Differenz ungefähr 4.000 bis 4.500 Euro beträgt. Das heißt, ihr bekommt 4.500 Euro pro Jahr weniger netto, nur weil ihr ein Verbrenner fährt. Das heißt, jeder, der ein Verbrenner als Geschäftsauto fährt, hat unglaubliche Summen an zu versteuerndes Einkommen einfach verbrannt. Wie gesagt, ihr könnt euch den Brutto-Netto-Rechner anschauen und da verschiedene Summen eintragen, und ihr werdet sehen, dass egal was ihr einträgt, mindestens 4.500, mit höheren Gehältern natürlich auch deutlich mehr netto übrig bleibt. Das bedeutet, wenn wir uns jetzt unseren schönen Vergleich nochmal anschauen und jetzt nochmal 4.000 Euro bei 7 Jahren nochmal ansetzen, da kommen wir jetzt auf einen Unterschied von 45.000 bis 48.000 Euro bei 180.000 Kilometer. Und nochmal, wir haben einen sehr niedrigen Listenpreis genommen. Wir haben den absolut niedrigsten Benzin- und Dieselpreis genommen bei einem sehr niedrigen Durchschnittsverbrauch. Winter wie Sommer, teilweise auch innerstädtisch, teilweise auch Kurzstrecke, was total schädlich für den Diesel ist. Wir haben auch die niedrigsten möglichen
Reparaturkosten für den Verbrenner genommen und Steuern, Service, Reparaturen. Das heißt, hier wäre die Differenz, die reale Differenz mindestens 5.000, wahrscheinlich sogar 10.000 über diese Summe gewesen. Aber selbst wenn wir jetzt 45.000 bis 48.000 nehmen in 7 Jahren, das ist schon ein Mittelklasse-Neuwagen. Und ich habe euch versprochen, ich zeige euch ein Fahrzeug, was 400.000 Kilometer gelaufen ist, das Tesla Model 3. Und da seht ihr, wie viel Kosten an Reparaturen angefallen sind bei 400.000 Kilometer, also erste Batterie. Es wurde nur einmal die 12 Volt Batterie ausgetauscht. Die Heizung wurde ausgetauscht und die Achsschenkel und die Querlenker. Da sind die problematischen Stellen, die wurden einige Male ausgetauscht, aber man muss ja auch sagen, dass das ein Fahrzeug ist aus 2019, aus der ersten Generation. Seitdem hat sich die Achsschenkel und die Querlenker deutlich verbessert. 13 pro Kilometer. Und nur mal als Vergleich, ich habe hier einen Reddit-Post gesehen für einen Camper, der fährt keine 70.000 Kilometer im Jahr, sondern nur 18.000 Kilometer. Und er hat mit etwa 10 Cent pro Kilometer gerechnet. Also das Dreifache, und er ist wahrscheinlich weniger gelaufen als das Tesla Model 3. Nur mal das in Relation zu setzen. Und wie gesagt, meine Reparaturkosten bis jetzt belaufen sich auf 100 Euro auf 120.000 Kilometer. Und da sagen jetzt viele, okay, das Fahrzeug ist aber jetzt Schrott, 120.000 Kilometer, dafür bekommt man kein Geld. Wenn ich mir jetzt die mobile.de Anzeigen anschaue und wenn ich jetzt 25.000 Euro angebe, was ungefähr 50% vom damaligen Kaufpreis war, bekomme ich 4 Ergebnisse. Also nur 4 Ergebnisse bekommt man für 25.000 Euro mit ungefähr gleicher Fahrleistung. Und wenn ich jetzt den Preis auf 30.000 Euro erhöhen würde, dann sehe ich 9 Fahrzeuge. Das heißt, der Preis von 25.000 Euro ist realistisch für dieses Fahrzeug mit dieser Kilometerlaufleistung. Das heißt, ich habe in etwa 7 Jahren 120.000 Kilometer nur einen Verlust von 50%. Ich kann euch auf jeden Fall bestätigen, dass ich meinen letzten Verbrenner mit Mehrwertverlust verkauft habe. Da lag ich bei etwa 70% Wertverlust. Wie gesagt, das sind die realen Summen, die ich jetzt in den letzten 7 Jahren eingespart habe. Konservativ gerechnet 45.000 Euro, real gerechnet wahrscheinlich über 50.000 Euro. Ist das jetzt für euch genau derselbe Vergleich? Wahrscheinlich nicht, aber nehmt euch Zeit, rechnet das durch und dann werdet ihr sehen, wie viel Geld ihr einfach einspart. Leute mit Wallbox zu Hause, das ist ein No-Brainer. Jeder, der einen Verbrenner sich kauft oder vielleicht noch den alten Verbrenner weiterfährt, verbrennt viel Geld. Und da ich euch jetzt in einem anderen Video gerechnet habe, was mit jetzigen Preisen an den öffentlichen Ladesäulen möglich ist, rechne ich das nochmal durch. Und ich werde jetzt einen sehr niedrigen Benzinpreis nehmen von 2 Euro. Also dieses Jahr sind wir deutlich über 2 Euro im Schnitt. Aber jetzt nehme ich 2 Euro über die nächsten, sagen wir mal, 5 Jahre. Sehr optimistisch. Und trotzdem bekomme ich 900 Euro Differenz, nur alleine die Stromkosten. Natürlich, wenn man jetzt ein bisschen weniger fährt, sind es um die 700 Euro. Wenn man mehr fährt, mehr. Also es kommt darauf an, wie ihr fährt, wo ihr lädt. Schaut euch in der Air Electric App an, was es in eurer Nähe gibt. Gibt es vielleicht günstige Ladestationen? Also man kann tatsächlich den Schnitt unter 40 Cent kriegen, teilweise unter 30 Cent, wenn man Glück hat. Vielleicht mal eine Ladestation in der Nähe, wie zum Beispiel Edeka oder Lidl, die für 29 Cent die Kilowattstunde verkauft. In Österreich gibt es auch günstigere. Von daher ist das sehr unterschiedlich, wie viel das bei euch kosten würde. Aber selbst wenn wir jetzt diese Summen zwischen 700 und 1000 Euro nehmen, dann nochmal die THG-Quote, dann nochmal die Ersparnisse vom Ölwechsel, Reparaturen und so weiter und so fort, dann kommen wir auf 1500 bis 2000 Euro pro Jahr Differenz. Und damit ihr das jetzt versteht, was das bedeutet, habe ich jetzt ein Dacia genommen, das teuerste Dacia, und das ungefähr vergleichbar mit einem Model Y. Natürlich kann man diesen Dacia nicht mit Model Y vergleichen,
Selbst wenn ich das gut ausstatte für 32.000, 33.000 Euro, dann kommt es nicht an eine Model Y heran. Und wenn ich jetzt die Preise vergleiche, 37.000 circa für ein Model Y und 32.000 für ein Dacia Bigster, denn mir wurde gesagt, dann kaufe ich mir lieber ein Dacia Bigster. Okay, dann zahlst du 5.000 Euro weniger für die vergleichbare Ausstattung. Selbst wenn es jetzt die günstigere Ausstattung nehmen würde, sind das vielleicht 10.000 Euro. Und dann, wenn ich mir die ganzen Ersparnisse nochmal anschaue, dann kann mir keiner wirklich erzählen, dass ja ein Dacia Bigster nackt besser fahren würde als ein Model Y, was jetzt ziemlich gut ausgestattet ist. Denn wenn ich jetzt Verkaufspreis minus Ersparnisse minus Förderung annehme, dann bin ich sogar günstiger mit dem Model Y als mit einem Dacia. Und das zeigt erneut, wie wenig informiert die Leute sind über die Ersparnisse, die so ein Fahrzeug mit sich bringt. Und wenn wir erneut über Spritpreise und steigende Spritpreise reden, dann müssen wir auch nicht vergessen, dass wir genau die gleiche Geschichte vor 2 Jahren hatten. Und in der Zeit sind die Strompreise an den öffentlichen Ladestationen sogar deutlich gesunken. Und da gibt es immer wieder zwei Kommentare, wenn es um Kosten bei Elektrofahrzeugen und Verbrenner geht. Ihr müsst ja nicht vergessen, der erste Kommentar, Mineralölsteuer wird dann entfallen und der Staat wird sich dann etwas einfallen lassen. Erstens, auch wenn das der Fall wäre in 10 Jahren, dann wirst du in 10 Jahren 50.000 Euro mehr ausgegeben haben als vergleichbare Fahrzeuge. Natürlich, wenn man jetzt ein Neufahrzeug nimmt und so weiter und so fort, aber es werden 2 Millionen Fahrzeuge neu zugelassen jedes Jahr. Also reden wir erstmal über die Neufahrzeuge. Und zweitens, ich tanke lieber für 2,50 von solchen KI-generierten Fake-Seiten, die Stimmung machen wollen und die Leute wollen sich dann bestätigt fühlen. Aber ihr müsst ja nicht vergessen, dass 2,50 Euro pro Liter nur der Anfang sind und das Ende haben wir jetzt gesehen. Und wer mir jetzt sagt, der würde jetzt freiwillig auf 20.000 Euro oder vielleicht auf 40.000 Euro verzichten, der lügt euch einfach an oder er hat einfach andere Interessen. Und es gibt ja auch nochmal diese Kommentare, ja, ich würde jetzt dieses Geld anlegen, würdest du wahrscheinlich anlegen, würdest du wahrscheinlich aber auch verlieren. Du wirst das Geld nur einfach über die Zeit ausgeben. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie ihr zum Thema steht. Wie viel Geld habt ihr in den letzten 5 bis 6 Jahren gespart? Und plant ihr auch ein Elektrofahrzeug zu kaufen? Vielleicht welches? Und auf jeden Fall einen Daumen hoch, Abo nicht vergessen und das Video mit vielen Leuten teilen, damit sie endlich sehen, dass nicht nur die Spritpreise und Strom kosten, sondern es gibt auch noch viele weitere Kosten und Ersparnisse. Bis zum nächsten Mal.